Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch zu einem neuen Bild. Ich habe mich entschieden, mal eine Leinwand in 4 Teile zu teilen, habe das abgeklebt mit Klebeband, werde euch in jedem Kästchen dann die verschiedenen Techniken zeigen, habe auch wieder schönes Gold Metallic mit aufgenommen. Und würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, euch im Video anzuschauen, wie das Bild entstanden ist, und sage viel Freude beim Zuschauen. Ich möchte gerne die Leinwand in 4 Teile teilen. Dafür möchte ich mir die abkleben. Ich habe 2 verschiedene Größen von Malerklebeband und klebe das breitere einmal um den Rand außen und in der Mitte klebe ich das schmalere, sollen 4 Felder ergeben. Und die gestalten wir alle unterschiedlich mit unterschiedlichen Techniken, dass man da schöne verschiedene kleine Kunstwerke auf einer Leinwand hinterher hat. Ich klebe das jetzt erstmal ab. Jetzt haben wir 4 gleich große Quadrate. Gehe nochmal schön überall mit dem Finger über das Klebeband, damit das auch richtig schön haftet und keine Farbe darunter rutscht. Dann hat man so Ausfranzungen. Das sieht dann hinterher nicht so schön aus. Für mein erstes Bild, das mache ich hier unten rein, brauchen wir eine Schaumstoffrolle, so eine ganz normale Malerrolle. Dann habe ich hier 3 Pinsel, ganz normale kleine Malpinsel. Dann habe ich eine Farbpalette, und zwar weiß, olivgrün und ein Türkis. Ich gehe hin, nehme die Schaumstoffrolle, nehme für jede Farbe einen sauberen Pinsel und male wie so ein Tortenstück. Farbe nicht zu wenig auf ein Stück der Schaumstoffrolle. Dann nehme ich den nächsten sauberen Pinsel, nehme weiß und lege die nächste Fläche hier daneben. Dann nehme ich Olivgrün und streiche damit den Rest ein. Gar nicht zu wenig nehmen, aber auch nicht extrem viel Farbe. So, ich habe jetzt ein Segment auf der Farbrolle in Türkis, eins in Weiß und eins in dem Olivgrün. Ich nehme mir mal ein Stück Papier. Ich will erstmal einen kleinen Test machen. Und zwar nehme ich die Rolle, lege die auf die Fläche, und drehe die ganz leicht nach links oder nach rechts, wie es einem angenehmer ist, und hebe die so ab. Und dann hat man einen ganz witzigen Effekt. Damit möchte ich jetzt die ganze Fläche hier unten gestalten. Und zwar kann man die Rolle, wenn da die Farbe drauf ist, ein paar Mal benutzen. Schön drehen, damit es auch einen Farbverlauf gibt, und den nächsten direkt ansetzen. Sogar ein Stück rein, dass sich das ein bisschen überschneidet. Schaut mal, da kann man ein paar Mal das machen. Jetzt merke ich, wird so ein bisschen
Die Farbe mischt sich so ein bisschen ineinander. Jetzt gehe ich wieder hin und nehme Farbe wieder neu auf, also tank quasi die Rolle mit Farbe nach, lege aber genau an die gleichen Stellen, wo vorher das Weiß war, auch wieder das Weiß hin und wo vorher das Türkis war, Türkis und bei dem Oliv das gleiche. Beim ersten, also wenn man gerade frische Farbe drauf hat, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da ist natürlich dann sehr viel Farbe. Ich mache dann immer auf dem Papier quasi den ersten Abrieb, damit die erste Farbe weg ist, und dann fange ich hier an. Man kann auch mal an einer anderen Stelle anfangen und dann ansetzen. Und wenn man die so ein bisschen ineinander macht, die Kreise, dann kriegen die auch hat das hinterher so einen leichten 3D-Effekt. Für das nächste Kästchen habe ich mir eine Farbrolle genommen, schwarze Farbe, und habe einfach mit der schwarzen Rolle erstmal dieses Kästchen, bevor wir das weiter bearbeiten, komplett schwarz gemacht. Einfach mit der Rolle so drüber gehen, an den Kanten vom Klebeband aufpassen und dann die Fläche schwarz machen. Ich mache das nicht mit dem Pinsel, weil mit dem Pinsel passiert es halt gerne, dass dann so vielleicht so 1, 2 Haare da unter das Klebeband rutschen und dann hat man da so Ausfranzungen. Also es sieht halt schöner aus, wenn das richtig schön klar und deutlich hinter ist, der Rand. Deswegen habe ich es mit der Rolle gemacht, weil da ist die Gefahr nicht so groß, dass da halt Farbe unter das Klebeband rutscht. Und wir lassen diese Fläche auch erstmal trocknen, bevor die weiter gearbeitet wird. Und ich drehe mir die Leinwand jetzt für die nächste Kästchen um. Ich habe jetzt hier meine Farbpalette erweitert durch ein Cadmium-Orange und ein Venezianisch-Rosa. Und ich habe mir jetzt hier ein paar Malerpinsel dazu genommen. Wir brauchen gleich ein Stück Butterbrotpapier, ganz normales Butterbrotpapier ist das. Und jetzt gehe ich hin, nehme mir, ich nehme mal einen von den kleineren, nehme mir hier meine Farbe und mal einfach türkise Fläche. Ganz aus dem Bauch raus entscheiden, gar nicht lange drüber nachdenken. Dann lege ich hier direkt eine nächste Fläche mit Weiß dazu. Nicht ganz so dünn die Farbe, ruhig ein bisschen dicker. Dann gehe ich hin und mal hier das Rosa und nehme das hier unten noch mal ein bisschen mit auf. Ich gehe vorher noch mal schön über die Kanten vom Klebeband, damit das ja schön fest auf der Leinwand klebt, bevor ich hier über den Rand so streiche. Jetzt nehme ich mir noch ein bisschen von dem Grün. So nebeneinander, keine weiße Leinwand übrig lassen. Und eine Farbe fehlt mir noch, und zwar das Orange. Das wollte ich eigentlich noch hier zwischensetzen. Habe ich fast vergessen. Egal, ich kann das auch so ein bisschen draufsetzen. Hier hin. So, jetzt haben wir, wie ihr seht, einfach ein paar Farbkleckse gelegt. Jetzt nehmen wir uns das Butterbrotpapier, legen das ganz einfach auf die Fläche drauf
und reiben mit der Hand so ein bisschen darüber. Das mal. Das ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber jetzt drehen wir das Papierchen ein bisschen um und legen das nochmal drauf. Und dann sieht man schon, dass das ein bisschen anders wird, die Effekte. Immer in dem Kästchen bleiben, nicht auf das Nachbarkästchen übertragen die Farbe, das wäre nicht so schön. So, jetzt seht ihr, dass sich hier die Farbe so ein bisschen vermischt hat, dass so ein paar Druckeffekte da sind. Jetzt kann man ganz einfach mit einer kleinen Kunststoffkarte, die benutze ich auch immer ganz oft, und zieht so einfach mal so ganz leicht hier über die Farbkleckse. Ganz, ganz zart nur, weil das soll gar nicht viel passieren. Schaut mal. Wie gesagt, das wirkt dann hinterher halt erst richtig schön, wenn das Klebeband ab ist. Das sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus. Schaut mal hier, das Papierchen übrigens nicht wegschmeißen, solche Papierchen. Die legt man immer zur Seite. Die kann man später mal für Bilder als Collage nehmen, auch wenn man nur vielleicht kleine Teile rausschneidet oder sowas. Die immer schön aufbewahren. Was man dann in der nassen Fläche hier auch super machen kann, ist, wenn man mit so einem kleinen Holzspieß oder sowas einfach mal so kreuz und quer so reinkratzt. Das sieht auch immer ganz lustig aus. Sind so ganz kleine Effekte nur, aber die sind immer ganz witzig dann später. Alles solche Dinge sich merken, das kann man dann wirklich auch auf anderen Bildern übertragen. Das sollen hier nur so kleine Beispiele für euch sein, auch mal um was auszuprobieren. Man ist vielleicht auch nicht so gehemmt, wenn die Leinwand kleiner ist, wenn die Kästchen, wo man es malen möchte, kleiner sind. Deswegen ist das eine ganz schöne Sache, das mal auszuprobieren. Ich habe nochmal meine Farbpalette erweitert. Und zwar habe ich noch ein Mintgrün dazu genommen, ein Neapelgelb, also so ein Pastellgelb, und ein Thalo-Türkis, so ein ganz dunkles Petrol-Türkis. Das ist immer eine schöne Farbe. Und ich möchte gerne in diesem Kästchen hier mit der kleinen Kunststoffkarte spachteln. Ich nehme Farbe auf die Karte. Ich fange mal an mit Mint. Gehe nochmal wieder über meine Streifen hier, über meine Klebestreifen und fange an, setze auf dem Klebeband auf, damit man, wie gesagt, nicht so darunter rutscht oder sowas, und ziehe einfach mal hier Farbe drauf. Ich nehme noch eine Farbe dazu, und zwar nehme ich noch ein Bronze Metallic dazu. Das ist so ein schöner goldiger Ton. Und da mache ich gleich noch ein paar Effekte mit rein. Jetzt spachtel ich erstmal, jetzt habe ich ein bisschen von dem Gelb genommen und spachtel nicht kreuz und quer, sondern vertikal und horizontal. Ich nehme mir ein Tuch, mache auch zwischendurch die Karte sauber und nehme die nächste Farbe auf. Das war jetzt ein bisschen viel. Und ziehe durch die andere feuchte Farbe durch. Da gibt es super schöne Farbverläufe dadurch. Ich nehme mal ein bisschen Türkis. Wenig Farbe. So ein bisschen mehr als Erbse. Erbsengröße, und dann die Karte abstellen und so langsam die Farbe abstreifen von der Karte, indem man die Karte so ein bisschen runterkippt. Dann zieht sich die Farbe so schön ineinander. So, jetzt mache ich hier die Fläche einmal
Jetzt nehme ich ein bisschen von dem Bronze Metallic auf die Karte und mache hier unten dann so ein paar Effekte. Und hier möchte ich auch als Effekt noch ein bisschen Orange dazu nehmen. Auch so ganz leicht einfach mal so drüber ziehen. Schön nochmal mit Weiß hier rein. Das mache ich jetzt so ganz leicht, damit dann nur so teilweise die Farbe abgeht. Kann ruhig dann so ein bisschen in der Mitte so ein bisschen dicker sein. Das sieht auch ganz, ganz cool aus. Und wenn man das möchte, kann man hingehen und hat, wenn man so einen Zahnspachtel hat, das steht alles in der Videobeschreibung, die Werkzeuge, die ich hier benutze. Und dann kann man hier einfach mal so, ich kratze mal hier so rein. Und wenn man so ein bisschen eine Verbindung zu dem anderen Bild noch machen möchte, dann kann man das, was man gerade weggekratzt hat, einfach hier oben mal so ablegen. Dann haben die beiden so ein bisschen eine Verbindung durch die Kästchen, also durch das Gekratzte. Schauen wir mal, ob ich das hier nochmal mache. Finde ich ganz witzig. Dann setze ich das hier nochmal an. Kleine Effekte sind halt auch schön. Ne? Man meint immer so, ach, das ist nur so klein, aber das fällt hinterher schön auf. Schöne Farbkombination. Für mein letztes Kästchen, das haben wir ja schwarz gemacht, da wollte ich einen dunklen Untergrund erstmal haben. Nehme ich nochmal einen Superspachtel, streiche den hier erstmal mit Türkis ein. Nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Halt den ganz, ganz flach und ziehe ganz leicht hier über das Schwarz, so dass, wenn man das ganz leicht macht, entstehen halt auch so tolle offene Stellen und die Farbe bleibt teilweise hängen und teilweise nicht. Das sieht halt immer ganz cool aus. Und so mache ich das jetzt hier unten mit verschiedenen Farben natürlich. Das mache ich den Spachtel, den Metallspachtel zwischendurch sauber. Dann lege ich hier ein bisschen, jetzt mischt sich das, weil auf dem Pinsel war so ein bisschen rosa, aber das ist egal. Das ist ja alles von unserer Palette, also passt auch alles irgendwie zusammen. Und dann nehme ich einfach mal hier in die Mitte mal weiß, ganz flach und vorsichtig. Kann ruhig auf das Klebeband kommen. Hier die Farbe, das macht überhaupt nichts. Und ziehe den Spachtel mal so, brauche ich ein bisschen Platz, so rüber. Dann gibt es auch einen schönen Farbverlauf. Dann mache ich den wieder sauber. Dann nehme ich was von meinem Bronze Gold Metallic. Ziehe das hier einfach mal so in das Türkis. Das sieht so ganz toll aus. Ich glaube, wenn die Farben sich ein bisschen vermischen, sieht das ganz cool aus. Ich nehme noch ein bisschen Weiß dazu.
Nimm nochmal eine Portion Metallic rein, dieses Goldmetallic, auch hier unten, so einen schönen Abdruck. Und so würde ich das jetzt erstmal lassen. Ich finde die Kästchen alle gut gelungen, passt ganz schön zusammen. Die Farben sind ja alle aus einer Farbpalette, deswegen harmonieren die auch super miteinander. So, wir können jetzt die Klebestreifen abmachen. Das ist immer ein schöner Überraschungseffekt. Den obersten zuerst. Schaut mal, das sieht doch schon cool aus. Schaut mal, da haben wir unsere kleinen 4 Kunstwerke auf einer Leinwand. Ich finde, das ist total schön geworden. So, wir sind jetzt mit unserem Bild fertig und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß am Video. Ich hoffe, ihr habt irgendwie ein paar schöne Techniken gesehen oder ein paar schöne Effekte, die ihr in eure Projekte übernehmen könnt. Das würde mich total freuen, wenn ich euch habe inspirieren können, und probiert das doch selber mal aus, auch vielleicht so eine Leinwand in 4 Teile zu teilen und dann in jedes Bild vielleicht oder in jedes Kästchen da eine andere Technik zu machen. Was bestimmt auch toll aussähe, ist, wenn man jetzt, sag mal, eine Technik sich raussucht, zum Beispiel hier das mit den Kreisen, und man macht dann in dem nächsten Kästchen Kreise in einer anderen Farbkombination, dass man dann so 4 Kreisbilder auf einem hat. Das sieht bestimmt auch toll aus, oder in einer anderen Technik. Also da sind auch keine Grenzen gesetzt, ist vielleicht einfach mal eine spannende Art und Weise, 4 Bilder auf 1 zu malen, und ja, Spaß macht es ja allemal, und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch Lust bekommen habt, mal sowas auszuprobieren. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Video und sage bis dahin, habt eine super schöne Zeit und bis ganz bald.